Hallo liebe Reptil-TV-Gemeinde zu einer neuen Technikfolge. Thema heute Desinfektion. Ganz klar wichtiger Punkt in der Terroristik. Die Hygiene ist das absolute A und O. Ich würde es nicht übertreiben mit Desinfektion. Man weiß es ja vom Mensch, man weiß es von allen Lebewesen, dass eine völlig keimfreie Umgebung auch nicht gut und gesund ist. Aber jedem ist klar, dass zwischen keimfrei und hygienischen Verhältnissen ein weites Feld ist. Und deswegen kommt definitiv auch Desinfektionsmittel zum Einsatz in der Terroristik. Ich habe hier mal ein bisschen was aufgebaut, was so am Markt erhältlich ist. Zum einen sind so chlorbasierte Desinfektionsmittel, also sei es hier das Desi Plus oder das Halamid. Das ist in Tablettenform, das löse ich im Wasser auf, das vermische ich mit dem Wasser und das hier sind die F10-Produkte. Das sind eigentlich so die Dinge, die wir vertreiben. Wie gesagt, früher hat man relativ viel mit Chlor desinfiziert, beziehungsweise Formaldehyd war noch ein Desinfektionsmittel, was aber als krebserregend gilt. Deswegen ist es ziemlich vom Markt verschwunden. Diese F10-Produkte kommen aus Südafrika. Das geht in eine andere Richtung. Ist im Moment so wegen der neue Tipp, weil es einfach ein unverbrauchtes Desinfektionsmittel ist oder eine ganz andere Richtung geht, die auch mit Fachbegriff multiresistente Keime und so weiter so wegen die neue Waffe sein soll. Deswegen hier als verschiedene Auswahl. Wenn ich was desinfizieren will, muss ich es natürlich vorab erstmal reinigen. Ne? Ich höre es oder erlebe es manchmal sogar, dass die Leute ein völlig versifftes Terrarium anfangen wollen zu desinfizieren. Also vor dem Desinfizieren steht die Reinigung. Das Ding muss bei Wohnungen sagt man Besen rein. Nee, aber das muss sauber ausgewischt sein. Es muss, ich sag mal, das Auge sollte keine Verschmutzungen mehr erkennen können. Dann kann ich anfangen zu desinfizieren. Es gibt Desinfektionsmittel bei dem F10, die sind dann mit XD gekennzeichnet oder ihr seht es an der grünen Farbe, sieht man es bei denen. Da ist dann auch ein Reiniger mit drin. Trotz alledem heißt es, dass ich einen an sich sauberen Behälter mit sowas dann auswische, ne? Und nicht irgendwie anfangen, wenn jetzt sage ich mal extrem, wenn der Kot noch an den Wänden klebt, anfangen den Kot mit Desinfektionsmittel zu übertünchen zu wollen oder sowas. Der Kot muss erst mal raus und dann tut man desinfizieren. Dann müsst ihr euch im Vorfeld ein bisschen im Klaren sein, was ich mit meiner Desinfektion erreichen will. Mache ich einfach nur eine Standarddesinfektion alle paar Wochen oder Monate, dann kann ich es relativ dünn dosieren. Die Dosieranleitungen stehen bei den Mitteln eigentlich immer mit drauf. In dem Fall 1:500 ist eine schwächere Dosierung, die für so eine Standardbehandlung reicht. Habe ich irgendwelche extremen Keime, Viren, habe ich kranke Tiere in dem Terrarium gehabt, wo ich sicher gehen will, dass alles abgetötet ist, geht die Dosierung hoch bis auf 1:125. Ja? Also 1:500 heißt ein Teil Wasser, andersrum, 500 Teile Wasser, ein Teil Desinfektionsmittel. 1:125 heißt 125 Teile Wasser zu einem Teil Desinfektionsmittel. Also bei Milliliter meinetwegen 1 Milliliter Desinfektionsmittel, 125 Milliliter Wasser. Das heißt, je höher diese eine Zahl ist, desto schwächer ist es dann in dem Fall dosiert. Also müsst ihr wissen, natürlich auch nicht verwechseln mit 1 zu wie viel, was ist schwach, was ist stark dosiert. Passt auf, dass ihr den Fehler nicht macht. Das zur Dosierung. Ein ganz wichtiger Punkt, die Einwirkzeit. Auch ein klassischer Standardfehler, die Leute nehmen das Desinfektionsmittel, reiben es aus, einmal durchreiben und gehen dann noch mit dem feuchten Lappen hinterher und wischen es wieder aus und das Ganze war dann 30 Sekunden vielleicht im Terrarium drin. Nach 30 Sekunden ist eigentlich gar nichts desinfiziert. Ein Desinfektionsmittel braucht immer eine Einwirkzeit. Auch die Einwirkzeiten stehen
mit auf der Gebrauchsanleitung, aber standardmäßig ist das Ganze zwischen 2 Minuten und 30 Minuten. Standarddesinfektion, wie gesagt, rein prophylaktisch, da reicht es, wenn ich es 2 Minuten einwirken lasse. Habe ich irgendwelche extremen Keime, Bakterien, Viren, Pilze, brauchen relativ lang, dann muss ich es 30 Minuten lang einwirken lassen. Ja? Und einwirken heißt, das muss reichlich aufgetragen sein, es muss feucht sein, 30 Minuten lang, und dann kann ich es nach 30 Minuten wieder auswischen. Wieder auswischen ist auch noch ein gutes Stichwort. Auch etwas trocknen zu lassen, ist eine Form von Bakterien abtöten. Ne? Also Bakterien mögen feuchte Gegenstände. Habe ich meine Deko da drin und habe die permanent feucht, sterben die Bakterien auch viel schlechter ab, wie wenn ich das einmal richtig durchtrocknen lasse. Oder wenn ich lüften tue. Selbst in einer Wohnung, lüften tötet Bakterien ab, man soll es nicht glauben. Das Gleiche ist im Terrarium. Ihr müsst es dann wirklich gut durchlüften, alles richtig austrocknen lassen, und dann ist das ganze Ding auch sauber desinfiziert. Zu guter Letzt noch, ihr dürft nicht vermischen Desinfektion und Parasiten abtöten. Klar, die meisten Desinfektionsmittel werden auch den Parasiten den Garaus machen. Ich denke, nach einer halben Stunde in der Desinfektionslösung stirbt wahrscheinlich auch eine Milbe ab oder erst recht die Milbeneier. Aber zwischen Parasiten abtöten und desinfizieren gibt es einen klaren Unterschied. Parasiten tötet er mit einem Insektizid ab und desinfizieren tut er mit einem Desinfektionsmittel. Hattet ihr Parasiten im Terrarium, tötet die, wie gesagt, mit dem Insektizid ab. Sicherlich kein Fehler, danach zu desinfizieren, aber wie gesagt, diese 2 Punkte nicht miteinander vermischen.